Renato had it all squared away in his head. He would kill the Emperor. Isengrim III had begun well, but he had gone mad. He was trying to invoke the lost gods by means of dark, blasphemous rituals. That was a secret. But the victims had spoken to Renato. The ghosts had spoken. No anger. Renato could not afford anger. It was empowering the crystal in his sword. That made him stronger, but it clouded his mind. He would not be a hero. A hero strives. Renato would just be one with everything. The Emperor would die, and the wheel would turn, and all would be restored without rancor, without sorrow, without pain. Und damit willkommen zurück zu Stories, The Path of Destinies. Und nun werden wir den Imperator töten. Was vermutlich nicht das Ende ist, das wir haben wollten, aber dennoch ein Ende, das wir noch nicht hatten. These platforms were great. Renato wanted one for his house. Zack. Boah, schöne Flammenexplosion. Einfach toll, wenn alles wegrennt. So, und wieder ein mangelhafter Kampfstil. Mist, echt ey. Läuft gar nicht gerade. Zack. Und war das schon der letzte? Ja, schön. Und diesmal einen perfekten Kampfstil. He had so much more time to think about it now that he was not worrying about the battle. Killing the Emperor would not change anything. Another would take his place. Perhaps Zenobia. Perhaps the Speaker of the Rebel Council, and power would corrupt them too, and death would make grief, and grief would lead to hatred. He must lead by example. Reject the violence. Reject the desire to create violence. But how? Echt schlimm. Oh, da haben wir es nochmal ins Slow-Mo gepackt. Zeit anhalten. Geil. Aber schade, dass wir es nicht hinbekommen mit Zenobia. Wobei, es könnte immer noch sein, dass es Zenobia ist. Das Ende, das wir jetzt haben. Oh, perfekter Kampfstil. Da wir ja eigentlich von allem ein bisschen das haben, gerade so von den Enden her. Das war gut. Das war sehr gut. Sehr, sehr gut. Einfach durchgerusht. So muss das sein. Und diesmal können wir sogar hier rüber. Rüber zu dem Emperor. So, schauen wir doch mal. Kommt her. Zack. Zack. Ach, das ist schön. Alle tot. Habe ich natürlich meine ganze Energie gerade verbraucht, aber nichtsdestotrotz. Ich sehe es mal positiv. Aber ich habe die Combo verloren. Ach, das kann doch nicht sein. Immer so in den dümmsten Momenten verliere ich meine Combo durch irgendwelche dummen Nicht-Hinguckerlein Sachen. Zack. Dieses Hin- und Herspringen ist definitiv saucool. Zack. Let's see. Finally, he came to the Emperor's ship. The path behind him was strewn with dead ravens. The path to enlightenment. His mistake, he realized, was trying to change the world. The world would spin and the wheel would revolve whether he strove against it or not. What he had to do was nothing. He had attained enlightenment. He sat down, adopted a full lotus position, and began to meditate. And all around him, the warriors stopped fighting too. They knew. They could feel his enlightenment.
They gave up fighting, dropped their weapons, and became his disciples. No, just kidding. The nearest raven stabbed him with a sword and then chopped off his head. I might not have thought this through properly. Thought Renado's head as it rolled around the deck and died. Oh Gott, was ein brutales Some of the Ende. choices he'd faced before. Maybe there were new paths that had opened up. Like those doors he was opening up all over the map that took him to new treasures and around his enemies. And he hadn't learned anything new this time. He'd done the same thing twice, yet expected a different outcome. Das heißt, als nächstes bleibt uns noch übrig, zuerst den Kern des Skyrippers zu holen. Besonders die Hülle des Skyrippers. Und danach Zenobia zu retten. Denn das ist vermutlich diese Wahrheit, die letzte Wahrheit, die hier sein wird. Und die letzte Wahrheit, die ich auch unbedingt noch haben will. Haha. Genau. Ah, das ist... Guck mal, wir könnten natürlich die Wahrscheinlichkeit ausrechnen. Wir hatten hier 6 Möglichkeiten, auf das Ende zu kommen, das wir noch brauchen. Und wir schaffen es nicht. Dabei sollte es eigentlich eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit sein. Jedenfalls ein bisschen. Ich bedanke mich dennoch fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und dann schauen wir weiter, ob wir es schaffen, noch den letzten Story-Part aufzudecken. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, euer Dace.